Sommerzeit. Die Luft ist trocken, die Sonne scheint, es ist warm. An und für sich richtig tolles Wetter. Das denken sich auch Spinnmilben und natürlich auch die falsche Spinnmilbe. Und hier habe ich so ein Exemplar von meiner Dendrobium bolivianum. Dieses Dendrobium hat ein echt krasses Problem mit Spinnmilben. Ich hoffe, die Kamera stellt es einigermaßen scharf. So makrofähig ist die leider nicht, aber ihr seht hier richtig viel Spinngewebe, ein richtig schönes Gespinst und da die kleinen Punkte, die da so rumkrabbeln, so schnell rumkrabbeln, das ist die sogenannte echte Spinnmilbe. Und hier sieht man es auch nochmal. Ihr seht auch, was die echte Spinnmilbe macht. Sie macht zum einen Gespinste. Das Problem ist allerdings, erst wenn man die Gespinste sieht, fällt einem das an und für sich erst auf. Dann bedeutet es aber, dass es schon relativ spät ist. Man sieht eventuell, ich hoffe, die Kamera löst es wirklich auf, man sieht hier, wie viele kleine Pünktchen am Rumkrabbeln sind. Das heißt, der Befall ist hier schon massiv. Das sieht man auch hier an diesem Trieb, der allerdings ein anderes Problem schon hatte. Der ist mal umgeknickt, aber das nur so nebenbei. Man sieht, dass hier die Blätter schon absterben. Ihr seht, das ist auch ein typisches Zeichen für die Spinnmilbe. Die Blätter werden braun bzw. zuerst gelb, wie das jetzt hier bei dem Trieb ist, werden dann braun und sterben ab. Ja, wenn man jetzt viele Orchideen hat, dann könnte es natürlich ein Problem sein, gerade wenn man einen Ventilator aufgestellt hat oder die Orchidee wird sogar draußen kultiviert oder der Luftzug durch das Fenster weht. Die Spinnmilben sind so leicht, dass die sich ganz leicht, nicht nur krabbelnd, sondern durch einen Windhauch über die ganze Orchideenkultur von euch verteilen. Das ist ein kleines Problem. Die echte Spinnmilbe hat aber einen Riesenvorteil gegenüber der falschen Spinnmilbe, die wir hier sehen. An meiner Gastrocilus japonicus, die sah bis vor kurzem noch richtig gut aus. Jetzt sieht sie nicht mehr richtig gut aus. Das Problem bei der falschen Spinnmilbe ist zum einen, dass die Tierchen wesentlich in einer geringeren Populationsgröße vorkommen, denn in der Regel sind das Einzelgänger, ganz im Gegensatz zu diesen gesellschaftlichen Spinnmilben, der echten Spinnmilbe, die da richtig so ein Gespinst aufbaut und da Tausende und zig an Tierchen herumkrabbeln, die auch über mehrere Generationen auf dieser Pflanze leben. Das ist bei der falschen Spinnmilbe anders. Die ist zum einen auch noch deutlich kleiner als die echte Spinnmilbe. Ich meine, wir reden hier wirklich im Millimeter-Bereich. Das sind super kleine Tierchen, die fallen nicht auf und die rote Spinnmilbe fällt an und für sich auch nicht gleich auf. Der Nachteil bei der roten Spinnmilbe ist, ihr seht es hier schon an dem Schaden, den man hier am Blatt sieht, das ist dann wirklich schon richtig massiv und das fällt einem erst auf, wenn es wirklich schon echt extrem weit ist. Ihr seht, es ist wirklich warm heute. Super Wetter für Spinnmilben eben. Doch wie bekommt man diese Spinnmilben jetzt los? Zum einen ist natürlich erstmal wichtig, dass man herausfindet, ob es wirklich die Spinnmilben sind. Wie gesagt, bei der echten Spinnmilbe ist es sehr, sehr einfach. Die macht hier ein Gespinst und dann krabbeln da ganz viele Tierchen herum. Die Blätter fallen irgendwann ab. Man kann es durchaus auch mal mit einem Pilz verwechseln, was eigentlich viel eher der Fall ist bei der falschen Spinnmilbe. Man sieht diese schwarzen Punkte, die eingesunken sind. Das erinnert im Prinzip direkt sofort an einen Pilz. Und man denkt, aber man sollte genauer hinschauen. Am besten ist, man nimmt eine Lupe, weil die sind wirklich sehr, sehr klein. Man kann auch, ich habe es jetzt mit der Kamera gemacht, mit dem Makroobjektiv, damit ich auch ein paar Fotos habe für die Webseite, im Detail einer Pflanze angeschaut und man sieht dann auch irgendwann, dass dann auch wieder etwas krabbelt. Diese Tierchen sind nicht so schnell wie die echte Spinnmilbe. Natürlich kann man das nicht, wenn man nur mit einem Schädling zu tun hat, direkt unterscheiden, aber es ist ja immerhin eine Spinnmilbe, eine Gruppe an Spinnentieren. Und wie bekommt man die jetzt los? Spinnentiere sind mit normalen Insektiziden kaum zu bekämpfen. Wenn man ein chemisches Mittel einsetzen will, dann müssen das schon Akarizide sein. Was aber auch in der Regel immer funktioniert, sind sogar natürliche Mittel. Neemöl ist etwas, was bei Orchideen problemlos angewendet werden kann. Und jetzt kommt eigentlich der Clou. Solange es jetzt sich nicht um die falsche Spinnmilbe handelt, sondern hier um die echte Spinnmilbe, dann ist das super einfach, die loszuwerden. Denn die echte Spinnmilbe mag warme
und trockene Bedingungen. Wenn man sie unter feuchte Bedingungen bringt, dann stirbt sie ruckzuck ab und die Population ist wirklich sofort weg. Also das geht innerhalb von 1, 2 Tagen und es ist wirklich weg. Das allerdings ist bei der falschen Spinnmilbe das Problem. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die falsche Spinnmilbe kein Gespinst ausbildet. Das heißt, man stellt das wirklich erst fest, wenn man den Schaden an der Pflanze erkennt. Die falsche Spinnmilbe hingegen findet es sogar toll, wenn es warm und feucht ist. Bedeutet, man kann jetzt hier schlecht sagen, ich stelle die Pflanze jetzt einfach kühler und trockener, weil das würde viel zu lange dauern und würde der Pflanze in aller Regel auch wieder zu sehr schaden. Die falsche Spinnmilbe ist hingegen auch noch wesentlich hartnäckiger als die echte Spinnmilbe, die man ja schon mit leichtem Abduschen mit Wasser schon loswerden kann. Deswegen hier empfiehlt es sich auf jeden Fall der Einsatz von Neemöl oder eben einem Acaricid. Neemöl in aller Regel funktioniert bestens. Das funktioniert auch bei der echten Spinnmilbe, dass ihr sie hier nochmal sehen könnt, richtig schön mit dem Gespinst hier. Da reicht es allerdings, wenn man sie regelmäßig mit dem Gartenschlauch abduscht. Und das werde ich dann auch im Anschluss von diesem Video machen. So viel zum Thema Spinnmilben im Sommer bei schönem, trockenen Wetter. Was man auch machen kann, ist, wenn man solche Pflanzen mit der echten Spinnmilbe hat und es kommt Regenwetter, dann kann man sie auch alle rausstellen. Dann werden die auch so abgeduscht, da muss man schon den Gartenschlauch rausholen und dann funktioniert das. An und für sich, ruckzuck hat man die Spinnmilbe los. Es ist nicht wirklich ein riesen Kulturfehler, wenn man plötzlich die Spinnmilbe an der Pflanze hat. Das kann immer passieren. Das sind einfach die Bedingungen, die die Spinnmilbe bevorzugt, die wir auch bevorzugen. Wir wollen ja auch nicht in der Wohnung, dass es zu feucht ist. Wir wollen es ja auch lieber trocken und warm haben. Und das ist etwas, was die Spinnmilbe eben liebt. Ja, so viel zum Thema echte Spinnmilbe, wie ihr sie loswerden könnt. Die Pflanze dusche ich jetzt ab. Wichtig ist, alle anderen Pflanzen, die neben dran stehen, müsst ihr auch zur Seite stellen und am besten auch gleich mit behandeln, denn wenn die Spinnmilbe einmal da ist, dann hat sie sich mit Sicherheit auch schon bei den anderen Pflanzen umgesehen, ob es da auch ganz schön ist, und deswegen die solltet ihr dann auch mit behandeln. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare. Weitere Tipps gibt es in den nächsten Videos. Hier unten ist das Herzzentrum zum Draufdrücken und den Kanal unterstützen oder die Kanalmitgliedschaft und zukünftige Videos schneller vor allen anderen sehen. Jetzt ist mir warm, ich muss eigentlich fast wieder Radfahren gehen, damit es ein bisschen Fahrtwind gibt. Auf der Webseite findet ihr weitere Tipps zur Behandlung von der Spinnmilbe und zum Erkennen der Spinnmilbe. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.